Mein aktuelles Gewicht liegt bei 102,8 Kilo und ich bin echt gespannt, was sich verändern wird in den 14 Tagen. Wir haben Sonntag, sprich der erste Tag ohne komplett was zu essen. Denn gestern hatte ich ja eine Banane, einen Apfel und eine Nektarine gegessen. Dementsprechend zählt es nicht. Ich habe mich gestern Abend natürlich komplett entleert. Mehrmals. Also es war nicht ohne. Ich hatte auch übelst Hunger. Deswegen hatte ich auch gar nicht mehr gefilmt. Ich hatte nicht so gute Laune. Heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mich nochmal entleert. Da kam aber nicht mehr viel. Und habe mich gewogen. Ich hatte ja gestern 102,8 Kilo. Heute Morgen, sage und schreibe, 99,6 Kilo. Also das war richtig cool. Allerdings hatte ich noch nichts getrunken. Und jetzt mache ich hier einen kleinen Spaziergang. Wunderschön. Softdrinks sind echt meine Schwäche. Cola, Fanta und die ganzen Sachen. Ich liebe das Zeug einfach. Und Süßigkeiten natürlich. Mein Schweinehund war immer stärker als ich, wenn es darum ging, Sport zu machen. Also bei Sport mal schauen, ob sich das ändert. Aber diesmal will ich es hier. Und ich will einmal meinen Schweinehund besiegen. Alle aus der Familie, Freundeskreis, die sagen, hey, ich schaffe das nicht. Nach 2, 3 Tagen hörst du eher auf. Aber ich will es allen beweisen, vor allem auch mir. Einfach mal meinen Körper komplett entgiften, resetten. Ich sage nicht, dass ich danach nicht wieder Junkfood und sowas esse. Aber ich werde auf jeden Fall versuchen, mich bewusster zu ernähren. Das da oben ist übrigens der Georgenberg. Den werde ich im Laufe des Videos auf jeden Fall erklimmen. Das ist ein schöner Spaziergang. Man hat eine super 360-Grad-Aussicht um die ganze Umgebung hier. Also seid gespannt. Daheim angekommen und ich bin 57 Minuten ungefähr gelaufen. Nicht schlecht. 5900 Schritte. Entfernung 4 Kilometer. Mit leeren Magen war das echt okay. Ich komme gerade von meinem Neffen. Der hat Geburtstag gehabt heute. Ich sag euch, das war schon ein bisschen eine Qual. Es gab Gegrilltes, es hat wunderbar gerochen, Kuchen, Süßgetränke, alles da. Aber ich war standhaft, habe nichts gegessen. Und Kirschen, Johannisbeeren, alles ist jetzt reif. Aber ich werde keine einzige essen. Ich werde es richtig durchziehen. Aber jetzt gehe ich nach Hause, weil mein Magen knurrt. Und ja, ich denke, ich werde mich ein bisschen hinlegen. Ich habe so Gelüste, was zu essen gerade, wenn ihr wüsstet. Aber ja, ich ziehe es durch. Heute ist der zweite Tag quasi, seitdem ich gar nichts esse. Heute fühle ich mich schon etwas schwächer, was den Energielevel belangt. Mein Magen knurrt. Also ich würde sagen, bis jetzt der schlimmste Tag. Wiegen wir uns jetzt mal. Die Stunde der Wahrheit. Das ist mein Ablauf. Ich trinke jeden Tag 1 Liter Wasser mit diesen Elektrolyten. Da kommen 2 Löffel davon rein. Soll jetzt keine Werbung sein, aber man sieht es vielleicht, hier ist nur Kalium, Chlorid, Calcium, Magnesium und Natrium drin. Das hilft einfach dabei, ohne Süßungsmittel, und es hilft einfach dabei, dass ich über den Tag komme. Das hier ist quasi mein Frühstück jeden Tag. Also jeden Tag das gleiche. Ich werde das jetzt trinken und dann mache ich eine kleine Runde, so wie gestern, einfach ganz langsam, easy, bevor die Sonne komplett da ist. Wir sind wieder unterwegs, machen unseren täglichen Spaziergang. Oh, jetzt so schöne Kirschen. Aber wie ich bereits gesagt habe, ich werde keine einzige essen. Ich halte mich dran.
Die größte Herausforderung in den 14 Tagen ist auf jeden Fall die mentale. Man hat so oft Appetit, irgendwas zu essen, aber man muss sich immer zurückreißen im Kopf. Wenn man das schafft, kriegt man alles hin. Das Beste, was man machen kann, wenn man fastet, ist spazieren gehen. Zu Hause kommt man nur auf blöde Gedanken. Man hat viel Zeit, die vergeht nicht. Und hier draußen kann man die Natur genießen. Man tut was für seinen Körper und die Zeit vergeht. Das ist am wichtigsten. Hier geht es gut runter und ich mag das gar nicht. Ich gehe lieber bergauf als runter. Das geht immer so schön in die Knie. Kennt ihr das? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin auf jeden Fall Team bergauf. So, für heute ist der Spaziergang bald wieder vorbei. Sobald mein Körper in die Ketosephase reingeht und ich etwas mehr Energie habe, werde ich auf jeden Fall auch ein paar Körperübungen machen. Nicht zu viel, das was geht. Und dann trainieren wir da auf jeden Fall auch zusätzlich zu dem Spazierengehen. Heute sind wir 5,97 Kilometer gelaufen in der Zeit von 1 Stunde und 12 Minuten und es waren 7570 Schritte. Die letzten Stunden, ich sag's euch, das war echt nicht ohne. Ich habe Hunger, Gelüste, mein Magen knurrt seit Stunden. Ich lag jetzt so, ich glaube 2 Stunden im Bett auf dem Bauch. Da war es ein bisschen besser, aber es ist echt nicht ohne. Am liebsten würde ich jetzt so gern was essen. Wie gesagt, ich muss mich richtig zurückhalten. Ich lenke mich jetzt hier ab mit dem Videoschneiden. Das, was ihr jetzt gerade seht, da habe ich schon mal angefangen. Das lenkt mich echt gut ab. Und ich hoffe, das hört auf mit diesen Hungern. Das ist der härteste Teil. Egal, ich ziehe weiterhin durch und hoffe, es klappt alles. Heute ist Dienstag, Tag 3. Heute ist meine Laune genauso wie das Wetter. Ich fühle mich auch etwas antriebslos, keine Kraft. Mein Energielevel ist jetzt komplett unten. Deswegen werde ich heute auch nicht spazieren gehen. Ich ruhe mich heute einfach aus und hoffe, dass ich morgen im Tag 4 in die Ketosephase reinkomme und mein Körper mir richtig Energie gibt und die Fettverbrennung startet. Das wäre cool. Ich weiß gar nicht, wie ich das euch erklären soll, aber ich hatte die letzten Tage so einen richtigen Entzug im Mund. Die ganze Zeit hat irgendwas gefehlt. Das ist heute Gott sei Dank weg. Ich habe zwar noch Gelüste und Appetit, aber nicht mehr im Mund. Also dieser Mundhunger, wenn man es so nennen kann, ist Gott sei Dank weg. Das ist auf jeden Fall eine Erleichterung. Du hast die ganze Zeit ein Gefühl im Mund, auf der Zunge von Entzug. Das war echt nicht ohne. Ich habe mich bereits gewogen und Stand der Dinge ist, ich wiege jetzt aktuell 97,5 Kilo. Das ist echt der Hammer, muss ich wirklich sagen, für die paar Tage. Das liegt natürlich daran an der Darmentleerung und ich habe viel Wasser verloren. Morgen ist ja Tag 4, dann kommt mein Körper hoffentlich in die Ketosephase rein und dann geht es an den Fett. Also das fällt mir immer noch schwer, darauf zu verzichten. Frisches Obst vor der Nase, man kann nicht zu langen. Wir haben heute Freitag, den 6. Tag. Ich habe 2 Tage nicht gefilmt, weil wir hier das schöne Wetter haben. Bewölkt, es hat die ganze Zeit geregnet und da hatte ich einfach, ehrlich gesagt, keine Lust rauszugehen. Das ist nicht ganz mein Wetter und ich habe das Problem gehabt, ich habe also auch jetzt noch kalte Füße, kalte Hände, weil mein Körper ist im Notfallmodus und zieht mir das ganze Blut aus den Füßen und Händen, um hier meine Organe und mein Gehirn Wärme zu versorgen. Zusätzlich hat der Hunger mich richtig auseinandergenommen. Also die Tage kamen mir relativ lang vor. Ich habe zwar Fernseher geguckt und so, aber wie gesagt, die ganze Zeit dieses Hungergefühl, Magen, der knurrt. Es ist echt nicht ohne, Leute. Aber ich habe es geschafft. Mein Körper ist jetzt in der Ketose und zieht sich die Energie 100% aus meinen Fettreserven. Und das Beste daran ist, dass parallel die Autophagie angefangen hat. Das bedeutet, dass meine beschädigten Zellen und Proteine
recycelt werden und durch neue ersetzt werden. In diese Phase kommst du nur durch Fasten. Genau das ist ja mein Hauptziel in diesen 14 Tagen, einfach meinen Körper komplett zu resetten. Ein Nachteil gibt es, den Acetonatem. Wenn der Körper Fett in Energie umwandelt, dann entstehen Ketonkörper, das einfach durch die Lunge ausgeatmet werden. Deswegen kommt dieser Mundgeruch zustande. Da hilft einfach nur 3-4 Mal am Tag die Zähne zu putzen. Morgen ist Tag 7 und dann schauen wir einfach mal, wie viel Gewicht ich nach einer Woche verloren habe. Ich kann es selber nicht glauben, aber 7 Tage sind rum und ich habe es geschafft, nur 7 Tage mit Wasser auszukommen. Ohne Nahrung, ohne nichts, nur Wasser. Unglaublich. Vor genau 7 Tagen habe ich 102,8 Kilo gewogen und heute, als ich mich gewogen habe, waren es sage und schreibe 93,9 Kilo. Hammer, oder? Das sind 8,9 Kilo in einer Woche. Beim Fasten sollte man täglich 3 bis 4 Liter Wasser trinken. Ich habe gerade das Problem, dass ich gerade so 2 Liter schaffe. Das ist echt ein bisschen schwer. Ich muss mich richtig zwingen, das Wasser zu trinken, damit ich überhaupt auf meine 2 Liter komme. Ich merke einfach, dass ich zu wenig Wasser trinke, weil mein Mund, Lippen, Zunge einfach ein bisschen zu trocken sind. Und wenn ihr zu wenig trinkt, dann kann euch auf jeden Fall noch ein bisschen schwindelig werden. Also haltet das im Hinterkopf, trinkt so viel wie möglich. Ich hoffe, das wird bei mir auch besser, denn bis jetzt hatte ich keine Probleme. Das hat jetzt vor 1-2 Tagen angefangen, dass ich so gar keine Lust mehr habe, so Wasser zu trinken und ich mich richtig zwingen muss. Wir hatten heute wieder schönes Wetter und das soll die nächste Woche so bleiben. Das heißt, perfekte Bedingungen, um die restlichen 7 Tage auch noch zu schaffen. Wir haben Montag und ihr seht, das Wetter macht super mit. Mir geht's gut, ich habe genug Energie, ich habe heute auch schon trainiert. Dazu werde ich auch noch ein Video machen. Einfach ein paar leichte Übungen, 15 Minuten auf dem Crosstrainer und überwiegend Planks, so circa 3 Minuten, aber nicht am Stück. Erstmal zum Anfang 30 Sekunden, dann habe ich mich ein bisschen gesteigert, aber insgesamt waren es 3 Minuten. Das war anstrengend, aber tut gut. Und so versuche ich das die ganze Woche durchzuziehen. Kombiniert dann zusätzlich noch mit einem Spaziergang, aber nicht mehr so große. Außerdem habe ich beschlossen, dass ich keine tägliche Updates mehr zu meinem Gewicht mache. Einfach um das Video ein bisschen spannend zu halten. Die Auflösung meines Gewichtes, was ich verloren habe in den 14 Tagen, kommt dann zum Ende des Videos, wenn das fast vorbei ist. Hi, wir haben bereits Donnerstag. Die letzten Tage habe ich nicht gefilmt, weil mein Alltag so ziemlich gleich aussieht. Allerdings habe ich mir heute vorgenommen zu kochen. 2 Gerichte für mein Prep Meal. Das erste habe ich bereits fertig und zwar hätten wir hier einmal richtig leckere Chili con Carne mit 3 verschiedenen Bohnensorten und dazu Langkornreis mit bisschen gerauchter Paprika, eingekocht, Oregano und Hühnerbrühe. Wir tun beide Sachen in den Abstellraum, dann lasse ich es ungefähr 40 Minuten abkühlen und danach nochmal so 1,5 Stunden in den Kühlschrank. Und so sieht das Ganze fertig aus. 4 Stück habe ich ohne Reis und der Rest ist mit Reis. Und die zweite Tour ist fertig. Wir haben bereits 22 Uhr und die Pasta mit Bolognese ist auch fertig. Schön abgekühlt im Kühlschrank. Hatte ich jetzt knapp 1,5 Stunden drin. So bildet sich kein Kondenswasser mehr. Aber 2 Gerichte an einem Tag ist einfach zu viel. Mache ich nicht mehr. Ich hatte ja die Zeit, deswegen habe ich das heute so gemacht. Aber ich denke, lässt sich doch sehen. Wir haben bereits Samstag und da möchte ich hinauf. Wir haben jetzt 7:15 Uhr, weil nachher wird es einfach zu warm, deswegen bin ich jetzt schon los. Ich muss gestehen, ganz schön anstrengend. Nach 14 Tagen ohne Essen. Deswegen mache ich langsam. Ich spüre schon, mein Herz pumpt richtig. Aber wir haben es gleich geschafft. Echt nicht ohne.
Der Wind tut so gut. Okay. So, geschafft. Wunderschön, oder? Ich muss sagen, ich bin echt stolz auf mich. Nicht nur, dass ich 14 Tage geschafft habe, ohne was zu essen, sondern dass ich auch noch 14 Tage bis da hoch geschafft habe. Man hört so meine Stimme, ich bin etwas kaputt, eingeschlagen natürlich. Aber hey, ich habe es geschafft. Krass, einfach nur krass. Nur noch den heutigen Tag überstehen, ohne was zu essen. Und dann morgen, Tag 15, ist es vorbei. Ich habe es dann echt geschafft. 14 Tage, unglaublich. Kann es selber nicht glauben. Kann es einfach selber nicht glauben. Es gab Höhen und Tiefen, aber dieser Reset für meinen Körper, für hier, das tat richtig gut. Ich würde schon behaupten, man sieht jetzt die Dinge mit anderen Augen, vor allem Essen. Ich sag's euch, da habe ich jetzt gerade eine ganz andere Wertschätzung dafür. Also das wird sich in Zukunft echt etwas ändern. Schön mit den Vögeln, gell? Oh ja, da pflücken wir auf jeden Fall welche. Und können die nächsten Tage genießen. Morgen tun wir uns endlich wiegen. Dann zeige ich euch das vorher, nachher. Und dann werde ich gegen Mittag rum das Fastenbrechen machen. Ich freue mich schon drauf. Vor 14 Tagen habe ich 102,8 Kilo gewogen und jetzt sind es 89,7 Kilo. Das sind 13,1 Kilo. Jetzt vergleichen wir mal, wie ich vor 14 Tagen aussah. Ich finde, im Gesicht sieht man richtig gut, dass ich abgenommen habe. Klar ist noch was da, aber im Gegensatz zu davor, gut geworden. Gefällt mir. Es ist soweit. Endlich kann ich was essen. Nach so einer langen Zeit kann man natürlich nicht normal anfangen zu essen. Der Magen und so arbeitet ja momentan gar nicht. Deswegen fange ich hier an mit einem Apfel und eine halbe Pfirsich. Das ist quasi heute mein Mittagessen und später werde ich noch eine Gemüsebrühe essen. Das war's dann auch für heute. Der Magen muss sich erst langsam daran gewöhnen. Aber ich will gar nicht mehr lang reden. Ich will einfach reinbeißen. Also, ich freue mich schon. So eine Geschmacksexplosion.
Wow. Das schmeckt einfach nur Hammer. Ein Apfel hat noch nie so gut geschmeckt wie der hier, ich sag's euch. Wenn ihr immer noch dran seid, dann lasst bitte einen Daumen hoch und einen Kommentar da, falls euch das Video gefallen hat. Damit würdet ihr mich mega unterstützen. Ich danke euch schon mal. Also ich spüre schon, irgendwas tut sich im Magen. Jetzt eine Pfirsich. Das tut so gut. Kaut ist richtig klein. Ich muss mich selber beherrschen, das nicht einfach schnell zu verschlingen vor lauter Gelüste. Deswegen wichtig, kaut es klein und esst ein bisschen langsamer. Ich bin vermutlich etwas zu schnell. Also ich merke, ich bin langsam satt. Das reicht mir. Zumindest fühlt sich gerade das so im Magen an. Reicht erstmal. War richtig gut. Wie gesagt, der Magen arbeitet schon. Und später noch die Gemüsebrühe. Das reicht für heute vollkommen aus. Das werde ich jetzt 2, 3 Tage machen. Dazu kommt noch ein bisschen Gemüse. Und ab dem 4. Tag fange ich langsam wieder normal an zu essen. Auf jeden Fall. Da ich jetzt die Grundbasis oder das Fundament geschaffen habe, mich komplett resettet habe, werde ich auf jeden Fall Intervallfasten machen. 16:8 und ein Kaloriendefizit. Und auf jeden Fall keine Süßgetränke vorerst mal. Bis jetzt habe ich keinen Drang nach Süßgetränke oder Süßigkeiten. Das ist echt cool. Das habe ich mir vorgenommen durchzuziehen. Wir haben mittlerweile 18 Uhr. Ein paar Stunden sind vergangen. Es war heute ziemlich warm, um die 35 Grad. Ich glaube, da kommt heute noch Gewitter, wie es aussieht. Also beim Magen geht es gut, keine Probleme. Hunger geht, aber ich esse es jetzt noch zum Abendessen und dann passt es perfekt. Endlich mal wieder was Warmes. Oh, das tut so gut, was Warmes zu essen. War echt lecker. Tat richtig gut, was Warmes im Bauch zu haben. Ich würde sagen, das war's hier mit meinem kleinen Projekt. Ich bedanke mich für eure Zeit, dass ihr dabei wart und lasst gerne ein Abo da, falls ihr mehr sehen wollt. Alles Gute euch. Ciao.